Wie ihr seht, haben wir wieder ein wahnsinnig professionelles Set hier aufgebaut zum Drehen. Aber da ich mich mit Kabelbäumen und mit diesen Dingern, wie mit vielen anderen Dingen auch nicht auskenne, dreht das mein Kollege Flucki. Wir gehen raus und drehen wieder eine Folge zu den Most Sexiest Vespa Workshops. Wie immer starten unsere Videos direkt hier vom SIP-Gebäude und wir fahren ja normalerweise durch ganz Deutschland. Wir sind ja schon bis nach Lübeck hochgefahren, um besonders schöne Shops zu drehen. Aber ein Shop, der liegt sehr nah und das ist, wie ich finde, einer der schönsten Shops für Vespa. Und den wollen wir euch heute vorstellen. Deswegen gehen wir gleich in das Gebäude vorne wieder rein. Ihr kennt unser Gebäude und unseren Shop ja schon als Kulisse aus vielen Videos. Aber warum genau heute ein guter Zeitpunkt ist, euch den Shop noch mal genauer vorzustellen, hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben den nämlich umgebaut. Also unser Shop ist im Prinzip ein neuer Shop und es gibt einen Mann, der dafür verantwortlich ist und den stelle ich euch gleich vor, aber bestelle erstmal 2 Espressi, damit wir nicht verdursten. Jawohl. Moritz, erzähl uns doch bitte als erstes mal, warum wir hier in einer Art Café oder Trattoria sitzen, bei einem Espresso und nicht bei einer Kupplung oder sowas. Also wir sitzen eigentlich gerade bei uns mitten im Ladenlokal mit angrenzender Gastronomie. Wir haben das hier geschaffen, einfach um einen Ort zu haben, wo man als Kunde verweilen kann. Der Espresso ist super, es gibt Pizza, es gibt nur italienische Getränke. Also man hat schon ein bisschen italienisches Flair, sobald man hier reinkommt. Genau, richtig. So würde ich sagen, alles sehr authentisch. Wird auch von Freunden von uns aus Italien betrieben. Wenn der Kunde jetzt in den neuen Laden reinkommt, was ist denn das erste wirklich Neue für ihn? Das erste wirklich Neue ist die Sandra, unsere neue Ladenverkäuferin. Okay, dann stellen wir die euch mal vor. There's a wind and it's blowing. There's a current that's running deep. I can't see but I know it. That something's not what it's meant to be. So, jetzt stehen wir hier bei der Sandra. Sandra, erklär uns doch mal bitte, was dein Job hier im neuen Shop ist. Mein Job ist, die Kunden ausreichend zu beraten bezüglich natürlich Helme und aber auch, was immer mehr kommt, die Schutzkleidung. Ja, dass es halt vorne und hinten einfach passt. Dann erklär uns doch mal bitte, wie der neue Shop aufgebaut ist und wo wir was finden. Im Prinzip sehr übersichtlich. Wir haben eine riesengroße Helmwand. Ja, da liegt immer noch unser Fokus drauf. Ja, also man sieht, Helme sind jetzt im neuen Shop sehr gut präsentiert. Ne? Man kann das sehen über ein ganzes L hier, ne? Über die ganze Front. Genau. Ja. Hier gibt es Handschuhe, hier gibt es noch ein paar Ausstellungsstücke mit einem schönen Roller. Ja. Was gibt es da hinten? Hier finden wir Kleinkruscht. Wir haben hier Merchandise. Ja, genau. Merchandise ist, glaube ich, so das neudeutsche Wort für Kruscht. Ja. Es gibt hier viel von Vespa, es gibt auch wieder Bücher, es gibt Emaille-Schilder, natürlich auch mit Vespa. Also alles, was man gerne mal mitbringen möchte, wenn man ein Andenken braucht von seiner Tour zum Beispiel. Da hinten finden wir die Schutzbekleidung. Okay. Genau. Sommerjacken mit Protektoren oder auch einfach mal ein bisschen was Festeres oder halt die Bomberjacken. Stylisch, nicht mehr wie man das gewohnt ist aus den 80er Jahren, Genau, dass man oder so diese Papageienkleidung, sondern hier gibt es auch mal eine Bomberjacke oder ähnliches. Hier vorne haben wir T-Shirts, die wir selbst kreiert haben mit unserem eigenen Logo. Da. SIP-Logo und hinten drauf. Das speziell jetzt halt Landsberg am Lech und da haben wir halt verschiedene Ausführungen von verschiedenen Städten. So, ich halte jetzt mal ganz spontan 2 Gäste hier vom Essen ab, weil ich habe nämlich gesehen, dass die mit 2 Vespa-Rollern angereist sind mit viel Gepäck. Wo kommt ihr denn her? Du, wir sind gerade auf dem Rückweg nach Hause. Wir kommen aus der Toskana, haben so einen 8-Tagestrip hinter uns. Unser erster Halt in Deutschland ist immer die Siparia. Ja, wir kaufen ja eigentlich regelmäßig ein für unsere Mopeds. Ja. Okay. Und wir werden immer super bedient. Der Shop ist schön und hier kann man immer was Gutes essen und was Gutes trinken. Das sehen wir ja öfter. Leute kommen mit der Vespa vorbei, schauen sich den Laden an, essen was. Und das ist auch immer nett, wenn man ein bisschen ins Gespräch kommt. Also
Kommt auch gerne vorbei, schaut euch den Laden an, esst was. Gerade zum Wochenende bei schönem Wetter wie heute ist es immer eine Reise wert. Dieser Tresen hier, der ist nicht ganz so neu, oder Olli? Den gibt es schon länger? Den Tresen gab es schon im alten Laden in der Graf-Zeppelin-Straße. Okay, aber das Wichtige an dem Tresen ist eigentlich nicht, wie alt er ist, sondern dass man hier was kriegt? Eigentlich das komplette Warensortiment, was hinter uns halt im Lager liegt, 50.000 verschiedene Artikel. Okay, wenn man da schon mal durchschaut, dann sieht man, da geht es halt zu unserem Warenlager und zur Versandstraße. Und alles, was es da gibt und alles, was es im Online-Shop gibt, das kann man hier am Tresen bei Olli kaufen. Aber das Interessante ist ja nicht nur, dass es die Sachen da gibt, sondern dass es auch technische Beratung gibt. Genau, wir sind alle leidenschaftliche Vespa-Fahrer und wir können allen helfen, von der Lampe unten bis zum Modern Vespa GTS. Was fährst du? Am liebsten Ja, Lampe unten. Lampe unten. Olli ist ein ganz großer Lampe unten Experte. Wenn ihr das genauer wissen wollt, dann schaut am besten unser Modellkunde-Video. Aber natürlich kennt sich Olli nicht nur mit Lampe unten aus, sondern du kannst technische Beratung geben und Teileberatung, egal ob Small Frame, Lampe unten oder auch eine GTS, oder? Und der GTS ist zur Not auch Honda Bali. Genau. Also egal was ihr braucht, kommt zu Olli, hier gibt es technische Beratung und wir schauen jetzt mal weiter ins Lager. Wir sind hier im Lager angekommen, die Regale sind gut gefüllt und wie das so weit kommt, dass die Produkte hier bei uns in den Regalen landen und vor allem später bei euch im Briefkasten, das zeigen wir euch jetzt im Schnelldurchlauf. Hier startet es mit einer Idee. Hier wird es entwickelt, da wird es eingekauft. Hier kommen die Sachen an, hier wird es fotografiert, hier werden die Sachen eingelagert, hier wird es verkauft und hier werden die Sachen dann kommissioniert. Hier werden die Pakete dann gepackt. Und hier geht es dann raus. Und ganz selten kommt auch mal ein Teil zurück. Das kommt dann hier an, aber das ist wirklich selten. Und jetzt sind wir wieder in dem Raum angekommen, den ihr von den meisten Videos kennt, nämlich der Werkstatt. Und dieser Raum, der wird auch irgendwie einmal im Monat ungefähr der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, beziehungsweise eher ein Nebenraum, nämlich der hier vorne. Da steht schon an der Tür, was drin ist. Da ist unser Prüfstand. Und ungefähr einmal im Monat machen wir eine Veranstaltung, die nennt sich Open Dyno. Das heißt, da kann man sich anmelden und ungefähr ab 16 Uhr hier Prüfstandsfahrten machen. Man kann vorher diesen Prüfstandslauf, den kann man im Internet kaufen, dann kommt man hierher, stellt seinen Roller da drauf, guckt, was es an Leistung hat. Und meistens, leider nicht immer, aber meistens ist das auch noch verbunden mit einer Veranstaltung, die wir hier im oder besser vor dem Haus machen, nämlich unserem italienischen Aperitivo. Und das Gute ist, heute ist so ein Tag. Der Aperitivo ist vorbei, das Video geht zu Ende. Wer noch nicht genug hat von Vespa und Veranstaltungen, dem möchte ich 2 Veranstaltungen ans Herz legen, nämlich unseren Zip Open Day, da seht ihr hier die alten Plakate, und unseren Joyride. Wann das stattfindet, das seht ihr auf unserer Facebook-Seite oder unserer Homepage. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das ist unglaublich. Ey. Aber hoffentlich fällt irgendwas runter. Heute ist mir schon ein Turm umgefallen. Das ist kein Witz jetzt. Den Turm hast du umgeschmissen. Auf den Haufen da, siehst du? Den Haufen da. Den Da, Haufen. kreuz und quer. Den Da hab ich, drüben ist der Haufen, den Charlie heute schon umgeschmissen hat. ja, genau. Ich hab dich auch lieb. Gehen wir zur Dau. Nee, ich hab eine Pizza reserviert.